Herzlich willkommen hier auf dem Gear Reference Kanal. In dieser Folge wird es mal um ein Ausrüstungsstück aus der Zeit des Vietnamkrieges gehen. Und zwar um den sogenannten CIDG-Rucksack. CIDG stand für Civilian Irregular Defense Group und das war ein Modell der CIA, um einzelnen Stämmen die Möglichkeit zur Selbstverteidigung zu geben. Die wurden mit Special Forces Advisern ausgestattet, die dann mit diesen Stämmen zusammen eine Abwehrmöglichkeit gebildet haben. Die wurden ausgerüstet mit Waffen, mit Training durch diese Special Forces Advisor, um sich vor den Vietcong, Viet Minh, der nordvietnamesischen Armee, um sich selbst zu verteidigen. Natürlich wollte man auch in diesem Zusammenhang nicht, dass sich diese indigenen Kulturen, Völker, die es dort noch gibt, sich den Feindkräften anschließen. Dieser Rucksack wurde angefragt durch diese Spezialkräfte, die Ausrüstung für die Stämme brauchten, also für ihr Personal, was sie ausgebildet haben. Und er entspricht in der groben Form dem Rucksack der Nordvietnamesen. Gebaut wurde er durch die CISO, das ist das Counterinsurgency Support Office. Die waren stationiert in Japan auf Okinawa und haben dort für die CIA im Auftrag dann solche Sachen hergestellt. Die haben verschiedene Dinge hergestellt, auch haben die zum Beispiel Uniformen der nordvietnamesischen Armee kopiert, Magazintaschen hergestellt, verschiedene und zum Beispiel auch diesen Rucksack. Die ganze Bekleidung wurde immer steril gehalten, dass nicht nachvollzogen werden konnte, woher diese Ausrüstungsgegenstände stammen. Das ist hier, was Sie hier sehen, das erste Modell, was je gebaut wurde, Anfang der 60er. Der besteht noch aus ganz normalem Canvas-Stoff und nicht wie der spätere, den wir gleich im Detailshot sehen, aus gummiertem Canvas-Material. Die Rucksäcke haben aber nicht nur Verwendung gefunden bei diesen CIDG-Programmen, sondern waren auch sehr beliebt bei den MACV-SOC-Einheiten, die Tiefenaufklärung im feindlichen Gebiet in Laos und Kambodscha gemacht haben. Und dort sollte natürlich die Präsenz von amerikanischen Einheiten nicht aufgedeckt werden. Und wenn mal ein Soldat dort gefallen ist, sollte er möglichst wenig oder bis gar nichts am Körper tragen, was ihn als Amerikaner selbst identifiziert. Deswegen auch die sterile Ausrüstung. Der Rucksack ist relativ klein gehalten im Vergleich zu den heutigen Modellen, die wir kennen, und ist so ungefähr die Größe wie so ein 3-Day Assault Pack, ein bisschen kleiner, roundabout 30, 35 Liter. Irgendwann wurde der Rucksack durch den Tropical Rucksack der Amerikaner abgelöst. Der war aus Nylon, viel moderner, hatte ein X-Rückengestell und konnte noch ein bisschen mehr Last tragen. Und der wurde immer beliebter, weil immer mehr Material mitgenommen werden musste und dieser Rucksack auch in seiner Größe sehr begrenzt ist. Hier im Detail sehen wir jetzt eine spätere Version mit gummiertem Canvas-Material. Von der Gummierung ist nicht mehr super viel über. Man merkt es noch am Stoff selber, dass da auf jeden Fall was mit eingearbeitet ist. Gummierung ist aber unten noch ganz gut zu erkennen. Da sieht man mal, wie der Rucksack irgendwann mal aussah. Ziemlich glänzend jetzt, wenn das Licht drauf scheint. Und so wurde der ganze Rucksack gummiert, um ihn halt vor Feuchtigkeit, Nässe zu schützen. An der Front haben wir eine von 3 Taschen. Die ist breiter geschnitten als die beiden Seitentaschen. Hier passt jetzt ungefähr, hier ist auch eine normale US Army Canteen drin. Um mal die Größe so ein bisschen zu zeigen. Wie man sieht, das ganze Material hat natürlich ordentlich gelitten. Einfachste Bauweise, einfachste Materialien, super hart beansprucht und einfach mal sehr alt. Ne? Da muss ein bisschen Restauration irgendwann reinfließen, damit das Ding wieder ein bisschen in neuem Glanz erstrahlt. Die Seitenfächer sind etwas kleiner, werden aber auch wieder mit hier D-Ring geschlossen. Genau wie alle Taschen hier. Unten, hier ist das Gurtband, was vom Deckel kommt und dann hier auch wieder durchgeschlauft wird, um den Deckel des Systems
zu schließen. Die Überlänge wird dann wieder hier unten drunter durchgeschlauft und hängt dann da drin. Die Tasche schließe ich nochmal schnell, damit die nicht die ganze Zeit hier rumhängt. So. Was wir hier unten sehen, ist der Schultergurt. Der wird auch in einen D-Ring eingeschlauft und kann so in der Größe verstellt werden. Hier oben haben wir noch Riemen, wo Material befestigt werden kann, durchgeschlauft. Das hat ungefähr die Größe, um die Signalraketen anzubringen. Kann man aber natürlich auch andere Sachen durchschlaufen. Am Rücken ist die Gummierung auch deutlich besser erhalten als vorne. Wir sehen die breiten Schultergurte, oben fest vernäht. Hier einen Bauchgurt, bei vielen Modellen nicht mehr vorhanden. Der wurde oftmals abgeschnitten, weil der nicht so oft genutzt wurde. Wird vorne einfach ein Knoten reingemacht, soll den Rucksack halt einfach nur ein bisschen in Form halten. Bringt keine Last auf Hüfte oder sonst was, wie das bei modernen Rucksäcken ist. Hier ist noch ein Kartenfach eingearbeitet. Es kann auch mal eine Karte reingesteckt werden, die dann am Rücken getragen wird und so auch der schnelle Zugriff ermöglicht ist. Alles in allem natürlich ein sehr an sich unspektakuläres Stück Ausrüstung. Die Geschichte dazu ist natürlich deutlich spektakulärer. Aber damals wurde auch deutlich weniger Ausrüstung mitgeführt und die Rucksäcke brauchten noch nicht 1 Million Features wie heute. Hier haben wir einmal das Hauptfach. Auch nichts Großes mehr drin, einfach nur ein großes Hauptfach, wo Material reingepackt werden kann und hier oben mit einem Zurband geschlossen wird, Knoten drauf und fertig ist es. Wir haben noch ein paar Metallösen, wo das Band durchgeschlauft ist und ansonsten war es das auch mit dem Deckelfach. Hier nochmal eins der Seitenfächer im Größenvergleich. Ein kleines Stück kleiner, mit ein bisschen Drücken kriegt man noch eine One Quart Canteen Feldflasche rein, aber kann ja auch im Notfall noch außen angebracht werden. Hier sind ja auch mal nochmal so die Schlaufen, wo der gut durchkommt. Karabiner rein, Feldflaschen anhängen oder mehr Feldflaschen an der Ausrüstung an sich tragen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich schon auf das nächste Video. Bis zum nächsten Mal.